Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Haus Nummer 18 auf meinem Kanal zum Thema Opel Omega. In meinem letzten Video habe ich ja das Leid geklagt mit den Bestellungen der Ersatzteile und diesmal schauen wir uns einfach mal an, wie die alten und neuen Teile im Vergleich sind und wie die eingebaut werden. Und dazu könnt ihr jetzt gerne mitkommen. Wir sehen uns dann gleich in der Garage. So, jetzt haben wir hier diese extra verstärkten Qualitätsteile. Ich bekomme keine Werbung dafür, ich kenne das auch nur aus anderen YouTube-Kanälen. Und wenn man die jetzt nochmal vergleicht, ja, ist dieses Teil hier eigentlich eine Frechheit. Auch wenn das jetzt extra verstärkt ist. Ja, normalerweise, ich tausche die jetzt aus, weil hier bei diesen Billigteilen die Gummis wieder kaputt sind. Ausgeschlagen sind sie noch nicht. Eigentlich ist das eine absolute Frechheit, weil die Dinger sind vielleicht 10.000 Kilometer gefahren und jetzt 3-4 Jahre da drin. Beim Fahren macht sich das eigentlich weniger bemerkbar, dass das Auto irgendwie schwammig fährt. Wenn aber diese Gelenke hier drin ausgeschlagen sind, dann macht sich das sehr stark bemerkbar. Das hört sich nämlich so an, als wenn man einer unten mit dem Hammer klopft, wenn man über einen Gullydeckel fährt oder durch so ein Schlagloch. Das hört sich schrecklich an. Dann knallt das in diesem Gelenk, das überträgt sich über den Stoßdämpfer in die Karosserie und es hört sich echt an, als wenn unten einer mit dem Hammer unterm Auto klopft in dem Moment. Man denkt, wer weiß was, aber es sind meistens nur diese beiden Koppelstangen. Reparaturkosten, ja gut, wenn man diese Billig-Scheiße hier kauft, 13,95 €. Wenn man jetzt diese etwas bessere Qualität, das werde ich aber auch erst die nächsten Jahre erfahren, ob das wirklich besser ist. Die waren jetzt irgendwie günstig für 17,95 €. Normalerweise kostet eine dann 40 oder 50 €. Schauen wir mal. Auf jeden Fall war da ein Original-Siegel drauf. Ja. Und ich denke mal, dass es auch keine China-Teile sind, die der Laden da verkauft. Was jetzt hier zu sehen ist, wir haben hier längere Bolzen, hier kürzere Bolzen bei den Standard-Billigteilen. Sind beide gleich lang. Ich gehe jetzt mal davon aus, und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser kürzere und der längere den Sinn darin hat, weil wir ja hier einmal unten die Stabilstange haben, die nach vorne rüber geht. Die ist natürlich viel dicker wie dieses Blech hier oben von dem anderen Markenprodukt. Ne? Ja, meine These hat sich bewahrheitet, weil dieses längere Gewinde bekommt man da oben gar nicht rein. Das geht technisch schon gar nicht. Wobei das mit dem kurzen kann man es da reindrehen und es wäre drin. Ja. Und ja, auch bei den Herstellern braucht man einen 16er Schlüssel für die Seite und ein 18er für die Seite. Naja, unverständlich nach unserer ISO-Norm, aber es gibt ja irgendwelche anderen Normen. Keine Ahnung, woher das herkommt. Darauf achten, wenn ihr das machen wollt, dass ihr die Schlüssel parat habt. 16 innen, 18 außen. So, Koppelstangen sind montiert. Funktionieren. War easy peasy. Jetzt geht's weiter. So, jetzt machen wir da mal ein bisschen matt schwarz drauf, dass sich das ein bisschen besser in Einklang befindet mit der restlichen Karosserie. Ja, nachdem wir die Farbe aufgetragen haben, sieht es auch mal wieder gut aus. Ja, diese Buckel sind mal noch da. Ich habe es mit Rostumwandler behandelt. Ich hoffe mal, dass es jetzt mal wieder erstmal
Die Zeit hält. So, damit der Lenkzwischenhebel nach ein paar Jahren, naja, der ist jetzt 3-4 Jahre drin, nicht mehr so aussieht, habe ich da mal ein bisschen schwarz lackiert, also Black Edition von gemacht. So, jetzt haben wir hier die schönen Lenkstangen von dem Hersteller Meile da. Da ist eine schön komplett lackiert und die andere ist in roh. Naja, warum auch immer. Das Mittelstück hier ist lackiert, außen die Köpfe wieder nicht. Deswegen macht er jetzt auch ein bisschen schwarze Farbe drauf, damit es einfach schöner aussieht später. Ne? Kann ja nicht sein, dass rechts rostet, links nicht. Ne? Ja, ihr könnt mich jetzt gerne für einen Spinner halten, aber ich habe es immer gerne sauber und rostfrei. Und ja, auch das da hinten, das wird sich auch irgendwann demnächst mal ändern. So, jetzt bauen wir mal die neue Lenkstange hier ein. Schauen wir mal. Ach, so geht wird das nichts, also andersrum. Oder? Wird das noch weniger. Also doch so. So, die passt hier schön zwischen. Mütterchen ansetzen. Passt. Sehr schön. Ich sehe, mit der Ratsche wird das nichts. Nehmen wir halt den Ratschenschlüssel. So. Sehr schön. Erste Teil geschafft. So, der nächste Schritt ist hier diese Lenkstange, wo nachher auch hier die Spur mit eingestellt wird. Und zwar haben wir hier so eine Wölbung, die kommt nach, also dieser Bauch nach vorne und nachher der Radeinschlag. Könnte es sonst passieren, dass die Felge da schleift. Das Problem hatte ich nämlich jetzt bei der letzten Stange und das war nicht so der Burner. Auch reinstecken, Mutter ansetzen. Ist ziemlich easy, ist kein Hexenwerk. Wichtig ist nur, dass die Spur eingestellt wird später. Kann man den Reifen drehen, das da oben hinpacken. Mutter drauf. Mal wieder den Ratschenschlüssel. Ist 19. Guck mal, bei der Meile, da muss man nicht mal Druck ausüben, die ziehen sich so rein. Das ist schon cool. Zack. Und nochmal. Und fest. Sehr schön. Feste. Schön die neuen Gelenke arbeiten. Eine Seite hat so geklappt. Habe ich gerade noch gelobt hier. Die Meile, die geile. Haben wir hier
dreht sich die Innerei mit. Jetzt kommt aber doch wieder das Geile. Man kann dann Imbus reinsetzen und gegenhalten. Das haben die Billigteile hier nicht. Schade eigentlich. Aber da sieht man wieder, Qualität zahlt sich aus. Auch nicht vergessen, die Schräubchen anzuziehen. Ich mache es jetzt nicht so knallig fest, weil der soll das ja beim Spureinstellen wieder öffnen können. Ja Leute, das war oder wie auch immer ist jetzt so eine Reparatur gewesen, die man machen kann. Aber es sei gesagt, man braucht anschließend professionelle Hilfe, wenn man jetzt so keine eigene Werkstatt hat. Es geht darum, es muss die Spur eingestellt werden. Kosten habe ich jetzt gehabt von ca. 200 € für die ganzen Teile, die ich da ausgetauscht habe. Wenn man das jetzt in eine Werkstatt bringt, na gut, die verdienen auch noch ein bisschen an Teile, kaufen die vielleicht ähnlich günstig ein, wie wir da jetzt im Internet das bestellen können. Arbeitslohn kommt noch dazu. Ich schätze mal, dann ist man bei der Überholung von so etwas so bei 400-500 €. Ja, ich werde dann die 200 € Arbeitslohn sparen, weil ich das selber gemacht habe. Oder ihr würdet es dann sparen, wenn ihr es selber macht. Jetzt kann man ja überlegen, kann man es nicht, muss jeder selber wissen. Es ist machbar mit etwas Schraubergeschick. Und jetzt hoffe ich, dass das für den TÜV auch wieder alles Taco ist. Ist natürlich Taco, logisch. Ja, jetzt zurück aus der Werkstatt. Eigentlich wollte ich jetzt zum Yunus fahren, nach Witten, dem Kfz-Fuzzi. Der sollte mir eigentlich die Spur einstellen, das hatte ich mir gewünscht. Aber leider hat er keine Zeit, weil er hat so viele Drehtermine für seine Fernsehsendung Deals for Wheels. Und er sagte mir frühestens im Februar. Naja, so lange wollte ich eigentlich nicht warten. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt erstmal an, nach dem Ölleck zu suchen. Und da bin ich schon angefangen, den Motor zu zerlegen. Und das seht ihr dann in dem nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer Heiko aus dem Haus Nummer 18. Und zwar müssen wir das ganze Schätzchen hier mal runterholen. Weil irgendwo, wenn ich von unten gucke, in dem Bereich, da verliert der Öl. Okay, kaputt.